Guten Tag an alle. Herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein wirklich interessantes Thema für euch vorbereitet. Wir sprechen heute über unsere Nachbarschaft. Das ist ein Thema, das wirklich jeder kennt, oder? Absolut. Jeder Mensch hat eine Nachbarschaft. Und es ist so wichtig, sie beschreiben zu können. Auf Deutsch natürlich. Liebe Zuhörer, hört gut zu. Ihr werdet heute viele nützliche Wörter und Ausdrücke hören. Genau. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eure eigene Nachbarschaft beschreiben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles sehr gerne. Wunderbar. Also Peter, ich bin so neugierig. Fangen wir an. Erzähl uns von deiner Nachbarschaft. Wo wohnst du eigentlich? Also ich wohne seit 3 Jahren im Stadtzentrum. Genauer gesagt, ich wohne in der Altstadt. Das ist der älteste Teil der Stadt. Die Straßen sind sehr schmal und die Gebäude sind sehr alt und schön. Oh, die Altstadt, das klingt wirklich wunderschön. Ich stelle mir alte Kopfsteinpflasterstraßen vor und bunte Häuser. Stimmt das? Ja, fast. Die Straßen sind tatsächlich sehr schmal. Manchmal können kaum 2 Autos nebeneinander fahren. Und die Häuser sind wirklich wunderschön. Viele haben Fachwerk. Das ist diese typisch deutsche Holzkonstruktion an der Außenwand. Fachwerk. Wunderschön. Das ist ein wichtiges Wort, liebe Zuhörer. Fachwerk. Das sind die schwarzen Holzbalken, die man an alten deutschen Häusern sieht. Habt ihr solche Häuser in eurer Stadt? Schreibt uns. Genau. Und zwischen den Häusern gibt es kleine Plätze mit Brunnen. Es ist wirklich wie in einem Bilderbuch. Manchmal kann ich es kaum glauben, dass ich dort wohne. Das klingt traumhaft. Aber ich habe eine Frage. Ist es nicht sehr laut? Im Stadtzentrum gibt es doch sicher viele Touristen und viele Autos. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, tagsüber ist es manchmal sehr laut. Es kommen viele Touristen, besonders im Sommer. Sie fotografieren die alten Häuser und gehen in die kleinen Geschäfte und Restaurants. Und stört dich das nicht? Ich meine, du wohnst dort und plötzlich sind überall Touristen. Ehrlich gesagt, am Anfang war es manchmal etwas nervig. Aber jetzt finde ich es eigentlich schön. Die Touristen bringen Leben in die Straßen. Und abends, wenn die meisten Touristen weg sind, ist die Altstadt wunderschön ruhig. Oh, interessant. Also ein Kontrast zwischen Tag und Nacht. Genau. Tagsüber lebendig und voll, abends ruhig und romantisch. Das ist das Besondere an meiner Nachbarschaft. Und du, Adele, wo wohnst du? Ich wohne ganz anders als du. Ich wohne in einem Vorort. Das ist ein Stadtteil außerhalb des Zentrums. Es ist sehr ruhig und grün dort. Viele Einfamilienhäuser mit Gärten. Ein Vorort mit Gärten. Das klingt so entspannt. Wie ist es dort so, wenn du morgens aufwachst? Oh, das ist wirklich schön. Wenn ich morgens das Fenster öffne, höre ich Vögel. Im Frühling und Sommer ist es besonders schön. Überall blühen Blumen. Die Nachbarn haben alle schöne Gärten. Vögel hören am Morgen, das ist ein Luxus. Ich höre meistens Autos und manchmal die Glocken der alten Kirche, aber die Glocken mag ich eigentlich sehr. Kirchenglocken sind so typisch deutsch. Bei uns gibt es auch eine Kirche in der Nachbarschaft. Sie ist nicht so alt wie in deiner Altstadt, vielleicht 100 Jahre alt, aber sie ist trotzdem sehr schön. 100 Jahre ist auch schon respektabel. Liebe Zuhörer, habt ihr auch eine alte Kirche in eurer Nachbarschaft? Oder vielleicht ein anderes altes Gebäude? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Ja, das würden wir sehr gerne hören. Peter, du hast vorhin die Geschäfte erwähnt. Gibt es viele Geschäfte in deiner Altstadt? Ja, sehr viele. Und das Tolle ist, es sind keine großen Supermarktetten oder Einkaufszentren. Es sind kleine, individuelle Läden. Ein kleiner Buchladen zum Beispiel, der schon seit 50 Jahren existiert. Oder eine alte Apotheke mit Holzregalen drinnen. Oh, das klingt wunderbar. Kleine individuelle Läden haben so viel Charme. Ich kaufe auch lieber in kleinen Geschäften als in riesigen Supermärkten. Ich auch. Und man kennt die Verkäufer persönlich. Die Frau im Buchladen kennt meinen Geschmack schon. Wenn neue Bücher ankommen, sagt sie mir manchmal: Peter, das ist etwas für dich. Das ist so schön. Das ist echte Gemeinschaft. Bei mir in der Nachbarschaft gibt es einen Bäcker, der das auch macht. Er weiß genau, was ich jeden Morgen kaufe, und er bereitet es manchmal schon vor. Ein guter Bäcker ist Gold wert. Das sagen wir auf Deutsch so. Liebe Zuhörer, kennt ihr euren Bäcker persönlich? Das ist eine schöne Übung. Geht in einen kleinen Laden und lernt den Besitzer kennen. Was für ein toller Tipp.
Peter, du hast früher erwähnt, dass du zu Fuß überall hingehen kannst. Das ist sicher ein großer Vorteil. Ja, ein riesiger Vorteil. Ich brauche kein Auto. Alles ist in meiner Nähe. Der Supermarkt, das Postamt, der Arzt, die Bank. Alles maximal 10 Minuten zu Fuß. Das ist wirklich praktisch. Ich brauche für fast alles das Auto. Der nächste Supermarkt ist etwa 2 Kilometer entfernt. Mit dem Auto sind es 5 Minuten, aber zu Fuß dauert es viel länger. Und trotzdem, ich wette, du liebst dein Viertel. Natürlich, jede Nachbarschaft hat ihre Vorteile und Nachteile. Das Beste an meinem Viertel ist definitiv der Platz. Wir haben ein großes Haus mit einem schönen Garten. Im Stadtzentrum könnte ich mir das nie leisten. Das stimmt leider. Die Wohnungen in der Altstadt sind nicht sehr groß. Ich habe zwar einen kleinen Balkon, aber keinen richtigen Garten. Im Sommer sitze ich abends auf dem Balkon und schaue auf die Straße unten. Das ist auch schön. Ein Balkon ist auch wunderbar. Man kann die Stadt beobachten, die Menschen sehen. Ich finde das auch sehr romantisch. Aber mein Garten ist mein ganzer Stolz. Ich habe Rosen, Lavendel, Tomaten und sogar einen kleinen Apfelbaum. Einen Apfelbaum. Das ist beeindruckend. Kennst du deine Nachbarn gut? Sehr gut. Die Familie rechts von uns wohnt schon seit 20 Jahren dort. Wir essen manchmal zusammen im Garten. Die Kinder spielen miteinander. Es ist fast wie eine große Familie. Das ist so schön. Bei mir im Mietshaus kenne ich die meisten Nachbarn auch, aber nicht so eng. Wir grüßen uns, wir helfen uns manchmal, wenn zum Beispiel ein Paket ankommt und ich nicht zu Hause bin. Das ist auch schon sehr nett. Liebe Zuhörer, kennt ihr eure Nachbarn? Das ist wirklich wichtig. Gute Nachbarn machen das Leben so viel angenehmer. Absolut. Und jetzt eine Frage an euch. Beschreibt mal eure Nachbarn. Sind sie jung oder alt? Freundlich oder eher ruhig? Schreibt es in die Kommentare. Super Idee. Das ist eine tolle Übung. Adjektivus und Beschreibungen. Das ist heute unser Thema. Adjektive wie ruhig, laut, freundlich, groß, klein, alt, modern, schön, gemütlich. Sehr gut. Oder für Orte. Der Spielplatz, der Park, die Schule, die Kirche, der Supermarkt, der Bäcker, das Café, das Restaurant, die Apotheke, das Postamt. Wunderbar. Ihr seht, heute haben wir schon viele neue Wörter gelernt. Ganz natürlich ohne Grammatikbuch. Das ist die beste Art zu lernen. Genau. Und jetzt möchte ich noch etwas erzählen über meine Nachbarschaft. In der Altstadt gibt es jeden Samstag einen Wochenmarkt. Das ist wirklich toll. Oh, ein Wochenmarkt. Das klingt wunderbar. Was kann man dort kaufen? Alles Mögliche. Frisches Gemüse und Obst von lokalen Bauern. Frischer Käse, Wurst, Brot. Manchmal gibt es auch Blumen, Kleidung oder handgemachte Dinge. Ich gehe fast jeden Samstag hin. Das klingt so lebendig. Wochenmärkte sind eine tolle Tradition. Bei uns im Vorort gibt es leider keinen Wochenmarkt. Das vermisse ich manchmal. Ja, ein Wochenmarkt macht eine Nachbarschaft lebendig. Man trifft die Nachbarn, man kauft frische Produkte, man unterstützt lokale Landwirte. Es ist gut für alle. Stimmt. Peter, gibt es auch etwas, das du an deiner Nachbarschaft nicht magst? Sei ehrlich. Ha, ja, also, Parken ist manchmal ein Problem. Wenn ich ein Auto miete oder wenn Freunde zu Besuch kommen, ist Parken sehr schwierig. Die Straßen sind schmal und es gibt wenige Parkplätze. Das kann ich mir vorstellen. Bei uns im Vorort ist das kein Problem. Wir haben eine Garage und auf der Straße ist immer Platz. Das ist ein echter Vorteil. Und was magst du nicht an deinem Viertel? Ich denke, das Fehlen von Abwechslung. Abends gibt es fast nichts zu tun. Wenn ich ins Kino will, ins Theater oder in ein gutes Restaurant, ich muss immer in die Stadt fahren. Das ist manchmal mühsam. Das verstehe ich. Ich habe das gegenteilige Problem. Ich habe zu viel Auswahl. Manchmal weiß ich nicht, in welches Restaurant ich gehen soll, weil es so viele gibt. Das ist das Gras auf der anderen Seite des Zauns. Ich wünsche mir manchmal mehr Leben und du wünschst dir manchmal mehr Ruhe. Genau, so ist das Leben. Liebe Zuhörer, was bevorzugt ihr? Lieber ruhige Nachbarschaft oder lebendiges Stadtzentrum? Schreibt eure Meinung. Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Vielleicht kommt es auch auf die Lebensphase an. Als Student möchte man vielleicht im Zentrum wohnen, als Familie mit Kindern vielleicht lieber ruhig und grün. Das glaube ich auch. Und wenn man älter wird, möchte man vielleicht wieder mehr in der Nähe von allem sein. Arzt, Apotheke, Supermarkt zu Fuß erreichbar. Sehr klug, Peter. Also je nach Lebenssituation ist eine andere Nachbarschaft ideal. Das ist ein wichtiger Gedanke. Adele, gibt es noch etwas Besonderes in deiner Nachbarschaft? Etwas, das du wirklich liebst? Ja, ich habe das noch gar nicht erwähnt.
Bei uns gibt es einen wunderschönen Park. Er ist nicht sehr groß, aber sehr gepflegt. Es gibt einen kleinen Teich mit Enten, eine Wiese zum Spielen und viele alte Bäume. Enten, das ist so süß. Gehen die Kinder dort manchmal Enten füttern? Natürlich, das ist fast ein Ritual am Wochenende. Viele Familien kommen mit Brot und füttern die Enten. Meine Nachbarskinder machen das auch sehr gerne. Das ist so ein schönes Bild. In meiner Altstadt gibt es keinen Park, aber es gibt kleine Plätze. Auf Deutsch sagt man auch Platz oder Piazza. Dort gibt es manchmal Bänke und Brunnen. Und sitzen dort abends die Leute. Ja, im Sommer besonders. Die älteren Herren spielen manchmal Schach. Junge Leute sitzen zusammen und reden. Es ist sehr lebendig und gemütlich. Oh, das klingt wunderschön. Liebe Zuhörer, gibt es in eurer Nachbarschaft auch einen Park oder einen schönen Platz? Geht mal dorthin und beobachtet die Menschen. Das ist auch eine tolle Übung. Super Idee. Beobachten und zuhören ist das beste Training für eine neue Sprache und ihr lernt dabei auch eure Nachbarschaft besser kennen. Wunderbar. Peter, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über unsere Nachbarschaften sprechen. Es gibt so viel zu erzählen. Absolut. Liebe Zuhörer, was bevorzugt ihr? Lieber ruhige Nachbarschaft oder lebendiges Stadtzentrum? Schreibt eure Meinung. Ja, leider. Aber es war wieder eine wunderbare Episode. Ich habe so gerne über meine Nachbarschaft gesprochen. Es macht einem bewusst, wie schön der eigene Wohnort ist. Das stimmt. Man nimmt die Dinge manchmal für selbstverständlich. Aber wenn man darüber spricht, merkt man, ich lebe eigentlich an einem tollen Ort. So wahr. Liebe Zuhörer, schaut euch heute eure Nachbarschaft mit neuen Augen an. Entdeckt etwas Schönes, das ihr vielleicht schon lange nicht mehr bemerkt habt. Was für ein toller Gedanke zum Abschluss. Vielen Dank, Adele, und vielen Dank an alle Zuhörer. Ihr seid wunderbar. Ja, vielen Dank. Bitte abonniert Wow Spoken German, wenn ihr es noch nicht getan habt, und lasst uns einen Daumen hoch da. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Bis zur nächsten Episode. Bleibt neugierig, bleibt fleißig und sprecht so viel Deutsch wie möglich. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald bei Wow Spoken German. Tschüss, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.